Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. Ich lege diesen Keller, der bis zu 7 Meter unter die Erde reicht, seit einem guten Jahr trocken. Ihr seht in den Wänden die Mauerwerksinjektionsflaschen, die seit ebenfalls einem Jahr die Flüssigkeit in die Wände geben. Normalerweise wollte ich ein Update erst nach einem Jahr geben, aber wir hatten in den letzten Tagen über 100 Liter an Regen pro Quadratmeter und das hat natürlich Auswirkungen auf diesen Keller. Welche Auswirkungen das sind, das zeige ich euch gleich. Bleibt dran! Ja, ihr Lieben, ich bin jetzt im Keller unter den Keller und ihr seht, dass sich hier an den Ecken bereits das Wasser gesammelt hat. Die Außenwände dieses Kellers wurden trockengelegt, allerdings nur bis auf eine Höhe von ungefähr diesem Bereich. Die Erdnabe befindet sich an der Unterkante dieses Fensters. Ihr hört, meine Pumpe ist soeben angesprungen und leert meinen Drainageschacht. Was ist passiert? Es hat in den letzten Tagen unwahrscheinlich viel geregnet. Gute 100 Liter, teilweise sogar mehr, die hier heruntergekommen sind. Das Wasser hat an dieser Wetterseite des Hauses natürlich seinen Weg gefunden, an den Wänden vorbei bis runter an das Fundament. Und dort passiert dann Folgendes. Das Wasser läuft wie bei einem richtigen Fluss einfach durch die Wand hinaus. Das Wasser sammelt sich hier in meinem kleinen Sammelbereich, geht durch die Löcher im KG-Rohr und wird durch die Pumpe herausgeholt. Die Pumpe springt aktuell alle 2 bis 3 Minuten an und sorgt zuverlässig dafür, dass das Wasser herausgepumpt wird. In den letzten Jahren war es so, dass das Wasser hier unten teilweise bis zur 2. Treppenstufe sich angesammelt hat. Dahingehend habe ich bereits einen kleinen Erfolg zu vermelden. Aber wenn ich mir diesen Bereich hier anschaue, alles nass, das Wasser findet seinen Weg. Die Trockenlegung von außen kann ich nicht groß optimieren. Dazu müsste ich den kompletten Bereich außenrum freilegen und dadurch, dass diese Wände nicht fix gemauert sind, ist das Einsturzrisiko der Mauer einfach zu hoch. Ich werde einen Sockelbereich außen noch anlegen, der die Wand nach außen hin einen guten Meter verstärkt. Doch viel spannender finde ich die Frage, was hat meine Trockenlegung mit den Wänden bewirkt? Das Wasser kommt größtenteils im unteren Bereich durch die Wand. Wenn ich etwas höher gehe, habe ich hier in diesem Mauerwerksbereich, in diesem verschalten, gestampften Bereich eine kleine Testbohrung gemacht und ich denke, man kann es sehr gut erkennen, dass hier sich überall kleine Perlen, Wasserperlen gesammelt haben. Denn dieser Bereich ist durch die Flüssigkeit wasserdicht, wasserabweisend geworden und das Kondenswasser dieser feuchten Luft hier unten sammelt sich hier, kondensiert an der Wand und perlt nach unten einfach ab. Sie dringt nicht mehr in die Tiefe, in die Wand ein. Noch extremer wird das Ganze hier oben. Hier war die alte Kellerdecke vom Oberkeller, die ich ja weggestemmt habe und auch hier kann man diese kleinen Wassertropfen überall sehr, sehr gut erkennen. Der Bereich oberhalb der Trockenlegungszone wurde teilweise 4-5 Mal mit aufgefüllten Flaschen neu versiegelt. Irgendwann war der Bereich erreicht, dass die Flaschen nicht weiter leer gelaufen sind und die Flaschen waren gesättigt. Die Luftfeuchtigkeit konnte zwischenzeitlich auf ungefähr 60% reduziert werden. Aktuell habe ich hier eine Luftfeuchtigkeit von 80% im oberen Bereich und direkt jetzt hier im feuchten Bereich von 90%. Allerdings, ihr seht es, ich stehe auch im Wasser. Dieses kleine Kurzvideo soll euch wirklich nur einen kleinen Zwischenstand vermitteln. Ich werde, wie ich es versprochen habe, nach einem Jahr eine große Zusammenfassung machen. Denn spätestens dann möchte ich ja hier eine neue Kellerdecke eingebaut haben. Ihr hört es, die Pumpe ist schon wieder angesprungen, da das Wasser in meinem Drainagerohr die entsprechende Höhe erreicht hat. Die Pumpe, die ja ein Austauschmodell ist, weil die erste Pumpe beschädigt worden ist, verrichtet ihre Arbeit sehr zuverlässig. Ich bin damit wirklich sehr zufrieden.
Den entsprechenden Link findet ihr übrigens unter dem Video in der Beschreibung. Ich werde mein Feuchtigkeitsprotokoll weiterhin fortführen und nach einem Jahr euch dann wieder mitnehmen in der Auswertung dieses Projektes. Ich war mir aber sicher, dass ihr das Bild dieses Wasserfalls unbedingt sehen wollt, denn das ist schon erstaunlich, was hier an Wassermengen hineinfließt. Einige Häuser in der Umgebung sind natürlich komplett abgesoffen, deswegen toi toi toi, ich bin hier noch ganz gut weggekommen. Die ersten Videos zu meinem Projekt Keller trockenlegen findet ihr in der Playlist, welche ich euch unter dem Video verlinken werde. An dieser Stelle bin ich gespannt auf eure Reaktion und verabschiede mich bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao!